Also für uns war wichtig, wir haben während der Corona-Pandemie gemerkt, dass unsere herkömmlichen Unterschriftenläufe relativ wertlos geworden sind und haben da nach einer Lösung gesucht. Wir haben damals einen sehr großen internationalen amerikanischen Anbieter bei uns an Bord gehabt, den viele kennen, und sind sehr schnell draufgekommen, dass wir aufgrund dieser ganzen Strukturen im Hintergrund und der Beweissicherung bei Unterschriften wie auch der Datenspeicherung auf unsere Probleme stoßen, und deswegen ist für uns die Frage relativ nahe gelegen, was können wir in Zukunft besser machen, und da sind wir aufgrund von Marktrecherchen eben auf die Firma Sproove gekommen und haben in weiterer Folge dann auch das Produkt bei uns integriert. Die Signaturprozesse sind dann ins Spiel gekommen, wie wir halt die Digitalisierung am Tablett hatten, weil das ein Thema ist, das sich halt sehr durchzieht durch alle Fachbereiche. Da hat jeder was davon, und da war für uns sehr schnell erkennbar, da müsste man automatisieren und das Beschleunigungspotenzial sehr schnell sehen können. Da war das interessant für uns, aber auch natürlich aufgrund der Kostendiskussion der ewigen. Und nicht zuletzt auch das Thema digitale Souveränität. Also wie kommt man weg aus den US-Märkten, und da war uns schon ein sehr wichtiger europäischer Anbieter. Für uns ganz wichtig die Effizienzsteigerung. Wir haben gemerkt, dass einfach alte Unterschriftenläufe relativ lange gedauert haben, viele Unterschriften eingeholt werden mussten, und unser Wunsch war einfach, das effizienter und digitaler zu gestalten. Und da war eben der Schritt in Richtung eine digitalisierte Unterschriften-Software einzuführen sehr naheliegend, und deswegen haben wir uns für so eine Lösung entschieden. Wir haben unterschiedliche Systeme getestet. Für uns war maßgeblich einerseits die Kostenentwicklung von dem Altsystem, das wir gehabt haben, wo einfach horrende Lizenzkosten auf uns zugekommen sind. Der erste Faktor, der für uns relevant war, war einfach da besseres Kostengefüge für uns zu erwirtschaften und einfach effizienter mit den Budgets umzugehen. Gleichzeitig haben wir aber auch nach einer Lösung gesucht, die im europäischen Markt die ganze Datenhaltung im europäischen Raum hat. Da war für uns eben auch wichtig, die ganze Datenschutzgrundverordnung eben einzuhalten und auch in weiterer Folge so qualifizierte Unterschriften zu gewährleisten, die halt einfach auch rechtssicher sind oder vor Gericht halt auch anerkannt werden. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass eben auch mit der Firma Sproove Änderungen, die wir benötigt haben, in dem System sehr schnell umsetzbar waren, dass man eigentlich immer ein offenes Ohr für uns gehabt hat, für unsere Bedürfnisse, und das war für uns eigentlich dann der maßgebliche Entscheidungsfaktor. Dieser Change-Prozess, da gilt es immer, Vertrauen aufzubauen auf beiden Seiten, und da war für mich schon ganz klar, wenn man gute interne Kollegen braucht, die dieses Vertrauen intern bei uns weitertreiben, aber natürlich auch auf der Sproove-Seite der Supportaufbau, der auch stattgefunden hat, aber sehr parallel als gleichzeitig in der Entwicklung stattgefunden hat, und wir haben sehr schnell erkannt, dass das Vertrauen da sehr schnell aufgebaut wird. Der dritte Punkt, den ich da erwähnen möchte, ist eigentlich die Entwicklungsgeschwindigkeit. Wir haben sehr viele Änderungswünsche gehabt, und das dann sehr flexibel zu formulieren und auch flexibel wieder zu bekommen, war die große Herausforderung. Aber auch das hat sehr gut funktioniert, und wir haben da uns sehr schnell skalieren können. Und das Produkt ist sehr schnell gewachsen mit uns gemeinsam mit den Prozessen. Entscheidend ist einfach mal, dass es nachvollziehbar ist. Diese Variante haben wir natürlich mit Sproove, und gerade wenn es ins Compliance-Themen reingeht, spielt natürlich diese digitale Souveränität wieder sehr mit. Oder in den Audit-Themen ist das immer gern gesehen, wenn man sagt, wir haben eine europäische Stabilität dabei, wo wir rechtlich gesichert sind. Das hilft uns sehr. Technisch war Sproove relativ problemlos aktiviert, weil es ja eine SaaS-Lösung ist. Jede Woche haben wir da Sitzungen gehabt, wo wir das besprochen haben, was wir noch brauchen, was eben für die tägliche Arbeit notwendig ist. Das ist in Form eines Backlogs dann gepflegt worden und auch priorisiert worden. Und die Sproove hat entsprechend nach Priorisierung auch die ganzen Funktionen nachentwickelt. Und da wir ja Sproove auch in unsere Systeme integrieren, wie zum Beispiel SAP CRM, ist uns natürlich auch die API-Anbindung wichtig gewesen, dass da entsprechende Funktionen auch möglich sind. Wir sparen uns natürlich jede Menge an Seiten, die wir nicht mehr ausdrucken.
Also wir sprechen da von einer Dimension von über 250.000 Seiten pro Jahr, die wir uns jetzt durch die Digitalisierung mit Sproof ersparen.